Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein neues Video zur Hover X1 Pro Max, denn ich möchte mir heute mal den 8K Videomodus anschauen. Die Drohne kann ja 8K und das ist ein, ich sag mal, Alleinstellungsmerkmal bis jetzt, weil ich glaube, keine andere DJI-Drohne in dem Bereich der Mavics und so weiter, also R3 und so weiter, kann 8K. Also da habt ihr mit der Drohne hier wirklich was. 8K ist ja schon deutlich mehr Auflösung. Das möchte ich mir natürlich jetzt mal anschauen. Deswegen habe ich die Drohne hier. Ich habe auch mein Smartphone hier, da ich das Ganze mit dem Smartphone steuern werde. Ich habe auch diesen Beacon, wo man dann so einen richtigen Controller dafür hat. Den habe ich jetzt aber bewusst mal nicht mitgenommen, weil ich das Ganze über die App machen will. Ich werde euch da, wenn es geht, auch das Bild dazu einblenden. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wir klappen die Drohne also erstmal auf und starten das Ganze, dass die mal on ist. Die hat jetzt hier 83% Akku. Aktivieren. So, und ich starte hier auch mal die Bildschirmaufnahme. Und wir haben jetzt hier auch schon alles und gehen hier direkt mal in den Manual Mode. Jetzt wollen wir uns hier ins WLAN verbinden und werden das Ganze mal testen. Das dauert dann jetzt ein paar Sekunden länger, aber hier haben wir schon das Bild und wir haben auch das Bild von der Drohne schon. Also man muss schon sagen, das funktioniert schon ganz ordentlich und ich will die jetzt einfach mal direkt starten lassen. Also wir gehen hier mal hoch. Ich starte sie aus der Hand, denn dafür ist sie ja auch gemacht. So, und ich fliege die auch gleich mal ein bisschen weg. Also ihr seht auch hier schon die Steuerung über die App. Die ist eigentlich ganz cool gelöst. Also ihr habt hier zwei so Buttons, wo ihr das Ganze steuern könnt. Das funktioniert wirklich sehr gut. Ich sehe hier mein Bild und dann schauen wir uns doch einfach mal das Ganze an. Wir sind jetzt im Videomodus, haben hier die Flight Settings, gehen jetzt mal in die Kamera Settings und aktivieren hier direkt mal die 8K Auflösung. 30 Bilder pro Sekunde ist auch in Ordnung. Das Coding würde ich mal auf H265 stellen. Das sollte ein bisschen besser sein. Homepoint wurde gesetzt. Okay, da passt soweit alles. Dann sind wir hier jetzt einfach mal dabei. Wir sehen das Bild. Also wir können jetzt hier ein bisschen fliegen. Wir sehen aber auch schon, es ruckelt ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem 8K-Modus zusammenhängt. Ich stelle es hier gerade mal nochmal in den 4K-Modus und schau mal. Also ja, da kommt das Ganze schon ein bisschen besser rüber. Gehen wir nochmal in den 8K-Modus. Oh ja, alles nicht ganz so flüssig. Gehen wir mal auf H264, ob das vielleicht eine Auswirkung hat. Nee, also nicht. Ja gut, wir machen H265. Ihr seht das Bild jetzt hier. Vielleicht ist es dann mit dem Beacon wirklich anders. Es ist auf der Fernbedienung nicht ganz so hochauflösend. Also wenn das Bild steht, dann wird es von der Übertragung wahrscheinlich gehen, wobei ich jetzt auch mal gucken muss. Das Ganze wird ja über WLAN übertragen. Ihr habt also auch nur eine gewisse Reichweite, die ihr mit dem Smartphone nutzen könnt. Mich interessiert jetzt aber natürlich die Auflösung vom 8K-Video, die Bildqualität vom 8K-Video. Wir haben das Ganze hier auf Auto gestellt, ihr seht es oben rechts, und Auto ISO 100. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich starte jetzt einfach mal direkt die Aufnahme. Die Kamera nimmt jetzt also auf. Kurze Info von hier beim Editieren. Ich habe hier natürlich eine 4K-Timeline. Das heißt, wenn ich das 8K-Footage von der Hover Air importiere, dann wird das Ganze nur mit 50% wiedergegeben, also 50% Auflösung. Ich werde aber ab und zu mal reinzoomen, damit ihr da wirklich den Unterschied bei dann einer 100% Ansicht in dem 8K-Footage seht, damit wir da auch sehen, ob da eine gewisse Mehrschärfe zu sehen ist. Nur als kurze Info, dass ihr euch da nicht wundert. Wie gesagt, das Video wird in 4K hochgeladen und deswegen ist das 8K-Footage natürlich nur mit 50% da drin. Ihr seht mich auch hier im Video von der Drohne, das ich jetzt, wenn es gut läuft, auch einblenden werde. Und dann fliegen wir einfach mal ein bisschen hierher. Und ich möchte jetzt als erstes, ich nehme das Ganze ja hier mit dem DJI Osmo Pocket 3 auf in 4K 30. Wir haben jetzt hier 8K 30. Ich fliege die Drohne jetzt mal nebenhin, damit wir einfach mal einen direkten Bildvergleich haben, wie das Ganze so aussieht. Es könnte jetzt natürlich sein, dass das Mikrofon ein bisschen den Drohnensound aufnimmt. Das bitte ich zu entschuldigen, aber anders geht es halt erstmal nicht. Also wir fliegen jetzt mal hierher.
Ich fliege direkt neben den Pocket 3. Ihr seht ihn hier im Bild. Und dann drehe ich den jetzt mal rüber. Und ich fliege noch ein bisschen näher hin. Also wir sind jetzt hier wirklich direkt nebendran. Auf der Höhe ein bisschen hin und her drehen. So. Jetzt ein bisschen runter. Oh, ein bisschen runter. So. Ein bisschen vor. So. Jetzt solltet ihr wirklich den Bildvergleich haben. Ich kann hier die Kamera ein bisschen nach unten schwenken. Dann sollten wir jetzt hier genau das Bild haben. Also wir haben jetzt hier wirklich die Hover X1 Pro Max im 8K-Modus und hier den DJI Osmo Pocket 3 im 4K-Modus. Der Osmo Pocket hat natürlich den Vorteil, es ist ein 1 Zoll Sensor. Der ist ein bisschen größer als der Sensor von der Hover, aber die Auflösung mit 8K sollte natürlich deutlich besser sein bei der Drohne. Wir haben jetzt hier also den Vergleich. Ihr könnt ja mal selber bewerten. Ich sehe das hier jetzt natürlich nicht so gut in dem Vorschaubild. Ich werde es mir aber natürlich auch am Rechner noch anschauen dann nachher. Ihr habt jetzt also wirklich den Vergleich 8K, 4K und als nächstes möchte ich das Ganze hier gleich mal umstellen und die Hover auch auf 4K 30 stellen, damit ihr auch da einen richtigen Vergleich habt. Wir sind hier immer noch ISO 100, also es dürfte wahrscheinlich nicht besser gehen von der ISO her. Das ist schon mal nicht so schlecht. Wir haben eine Verschlusszeit von 1/500 Sekunde. Das ist klar, wir haben keinen ND-Filter drauf, spielt jetzt aber für die Bildqualität erstmal keine Rolle. Ich beende jetzt hier mal die 8K-Aufnahme und ihr solltet ja den Bildschirm hier sehen, 4K 30. Und dann schauen wir einfach mal und starten die Aufnahme. Wir haben jetzt in beiden Kameras vergleichbares 4K 30, der Osmo Pocket 4K 30, die Drohne mit 4K 30 und da bin ich wirklich gespannt, wie das Ganze aussieht. Natürlich auch von der Dynamik her. Ich gehe davon aus, dass der 1 Zoll Sensor hier ein bisschen besser das Bild rüberbringt. Ist jetzt natürlich auch so, wir haben einen bewölkten Tag, was eigentlich für eine Dynamik gar nicht so schlecht ist, weil wir eben nicht so einen hohen Unterschied zwischen Schatten und den hellen Tönen haben, also den Lichtern, sag ich mal. Wenn die Sonne am Himmel wäre, ohne Wolken, würde das Ganze wahrscheinlich schon anders aussehen. Wir haben jetzt hier also relativ diffuses Licht, 4K auf beiden Kameras. Ich bin wirklich gespannt, wie es aussieht. Wir haben noch 48% Akku bei der Hover, also da ist es auch wirklich so, der Akku bei der Hover ist jetzt nicht so, dass ihr den vergleichen könnt mit einer DJI-Drohne, welche euch da zum Teil über 30, 35 Minuten Flugzeit bringt. Die Hover ist da, glaube ich, irgendwo bei 18 Minuten oder sowas. Aber es gibt entsprechende Akkus, die ihr dann einfach wechseln könnt. Ich habe auch noch 2 dabei. Und oh, ich habe jetzt natürlich nicht beachtet, ihr nehmt ja die ganze Zeit den Ton auf dem Mikrofon hier auf. Das ist vielleicht ein bisschen nervig. Wir haben die 4K jetzt auch mal noch verglichen. Ich beende hier die Aufnahme. Stelle das Ganze nochmal auf 8K, beginne direkt auch die Aufnahme im 8K-Modus und fliege dann hier nochmal weg, damit man hier einfach mal ein bisschen was sieht, also auch von der Landschaft. Ich gehe mal ein bisschen höher, damit ihr hier ein bisschen die Landschaft sehen könnt. Wir können jetzt ja hier einfach mal ein bisschen die Kamera drehen. Wie gesagt, es ist bewölkt. Wir haben jetzt hier nicht so schlechte Bedingungen für einen Kameratest. Das Ganze wird natürlich anders aussehen, wenn es wirklich sehr sonnig wäre oder wenn es natürlich dunkel wird. Der Lowlight-Test wird auch noch kommen. Wir haben jetzt gerade 11 Uhr oder sowas, also wir haben wirklich relativ gutes Licht. Im Lowlight bin ich natürlich auch gespannt, wie sich das so entwickelt. Also ich halte jetzt das Bild einfach mal ein bisschen still. Ihr seht da die Straße, da fährt ein Auto. Das sollte man in 8K natürlich hoffentlich sehr gut erkennen. Der Osmo Pocket mit seinen 4K löst da dann natürlich nicht so hoch auf, aber ich bin gespannt, weil die Auflösung an sich ist ja erstmal nicht alles. Das muss natürlich auch richtig umgesetzt werden, weil es bringt nichts, wenn das nachher alles nur irgendwie interpoliert wäre oder sowas. Also wir sehen jetzt mich hier unten. Hallo Drohne. Und ja, soweit sieht es eigentlich recht gut aus. Ich fliege jetzt mal noch mal ein bisschen näher hierher. Wir sehen auch oben rechts im Eck die Verbindungsqualität und ich war jetzt wirklich nicht weit weg. Das wird hier ein bisschen angezeigt, 7 Meter weg, 5 Meter hoch. Wir haben nur noch einen Strich. Das ist halt das Problem, wenn das Ganze über WLAN übertragen wird. Also ich schaue mal hier wieder in die Kamera. Ja, ihr habt da halt so ein bisschen das Problem, WLAN-Übertragung ist immer so ein Ding.
Ich habe jetzt hier noch, ihr seht es hier auf dem Drohnenvideo hoffentlich, hier geht so zwischen Ästen und Bäumen so einen kleinen Weg lang. Und da will ich jetzt mal reinfliegen, weil da haben wir wirklich sehr viele Details in den Bäumen, in den Ästen natürlich. Und wir haben auch so ein bisschen schlechtere Bedingungen vom Licht her. Also wir sind da nicht direkt im Licht hier und da schauen wir uns das Ganze mal an. Wir gehen jetzt mal runter, fliegen hier direkt mal ein bisschen vor und ich muss schon sagen, die Steuerung an sich funktioniert richtig gut mit dem Smartphone. Also ihr habt hier wirklich, ihr könnt es relativ genau steuern. Es ist ein bisschen sensibel. Ihr habt hier aber unter den Einstellungen, ich zeige es euch mal kurz, kann ich nicht drauf zugreifen, wenn ich Video aufnehme, okay. Ihr habt da die Möglichkeit, dass ihr die Sensibilität dieser virtuellen Joysticks noch einstellen könnt. Low Battery, okay. Wir fliegen jetzt einmal kurz den Weg hier lang und schauen uns das mal an. Das piept hier jetzt auch schon ordentlich. Wir fliegen am besten direkt zurück. 18%, das ist nicht so der Hammer. Oh, oh, oh. Ja. Return, okay. Ich fliege hier zurück und lande die direkt einfach mal. So, da sind wir wieder. Und ich müsste die jetzt eigentlich hoffentlich einfach in der Hand landen können. Und auch das funktioniert wirklich sehr gut. Also ich bin da schon sehr begeistert über die Steuerung hier von der Drohne. Ihr seht, ich habe sie jetzt in der Hand. Sie hat auch aufgehört aufzunehmen. Habe ich das beendet? Ich glaube, das hat die Kamera automatisch beendet. Ich weiß jetzt nicht. Ich mache hier mal kurz einen anderen Akku rein. Der Osmo läuft da einfach weiter. Der sollte theoretisch mitdrehen können. Ich nehme ja aber das Stativ trotzdem mal mit. Dann seht ihr das auch, wo ich das hier drin habe. Die Drohne, ja, ich hoffe, der wird die Verbindung einfach wieder aufbauen. Wir machen hier mal aus. Die Verbindung zum Handy ist jetzt verloren, was natürlich klar ist. Jetzt machen wir hier einfach mal den anderen Akku rein. Und das schauen wir jetzt einfach mal. Ich habe beide geladen, also so rum. Ich lasse den leeren mal draußen. Den mache ich hier rein. Geht auch ziemlich einfach. Seht ihr mich? Ja, ihr solltet mich sehen. So, wir starten die Drohne wieder. Und gehen direkt wieder ins Menü. Connect to Hover. Hier kommt jetzt erstmal Battery Firmware Updating. Okay, die Batterie habe ich noch nicht genutzt. Okay, das Update ist schon erledigt. Das ging ziemlich schnell. Ich habe hier auch wieder die Ansicht. So, Hover Connect. Okay, ich habe das Bild zwar angezeigt bekommen, hatte aber keine richtige Steuerung. Ich gehe hier wieder in die Manual Control. Hat sie mir dann natürlich auch gerade bestätigt. So, wir starten das Ding direkt wieder, weil ich möchte natürlich nochmal die Bildqualität ausprobieren. So, ich klicke sie direkt mal hoch. So. So, ihr seht das Bild von der Fernbedienung hoffentlich wieder. Wir gehen hier direkt wieder auf die Kamera-Settings, schauen mal. 8K 30 Bilder, okay, Standardfilter. Wir probieren jetzt mal ein bisschen was aus. Also wir nehmen hier die 8K 30 Bilder, lassen mal den Filter auf Standard. Und ich fliege hier ein bisschen hinter, dass ihr einfach mich auch ein bisschen im Bild habt. So. Und dann haben wir hier ja ein relativ schönes Bild. Wir haben da Details links im Baum mit den Ästen, unten hier so ein bisschen was Dunkleres. Da können wir das also alles mal ein bisschen bewerten. Ich starte die Aufnahme mal. Jetzt haben wir ganz normal wieder die 8K 30 FPS. Wir sehen dann hoffentlich die Details. Ich kann mich auch ein bisschen bewegen, dass ihr seht, dass das hier eben kein Standbild von der Drohne ist. Wir haben 15 Sekunden aufgenommen. Ich möchte jetzt nämlich als nächstes mal das Vivid-Profil testen. Da gehe ich davon aus, dass ihr einfach ein bisschen kräftigere Farben habt. Wir sind hier wieder im 8K-Modus. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht.
Vielleicht habt ihr kräftigere Farben. Hier sieht es ein bisschen so aus, als hätte man chromatische Aberrationen in den Zweigen von den Bäumen. Da bin ich auch wirklich gespannt, wie es dann nachher am Bildschirm aussieht, also am Rechner zu Hause, wenn man das Ganze in groß und eben in der vollen Datei ansieht. Vivid haben wir jetzt mal gemacht. Wir gehen mal noch auf den Filter Soft. Da gehe ich davon aus, dass das Bild einfach nicht so überschärft ist und das alles ein bisschen softer dargestellt wird. Ich bin jetzt auch mal gleich gespannt, wie sich das Ganze hier noch manuell einstellen lässt. Das probieren wir natürlich auch aus. Immer noch im 8K-Modus alles. Man will natürlich das Maximale ausprobieren, wenn man es schon zur Verfügung hat. Und da schauen wir uns das gleich einfach mal an. Wir sind hier also im Soft-Modus gewesen. Ich stelle das Ganze mal wieder auf Standard. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, okay, wir können die Bildrate einstellen, wir können noch zoomen oder eben den Vertical Shooting Mode einstellen. Dann habe ich hier 4K 30, das probiere ich jetzt einfach auch mal aus. Ah, okay, so wird das Ganze also dann vertikal angezeigt. Ich drehe die hier mal ein bisschen. Ich mache natürlich auch direkt mal ein Video. Im vertikalen Modus habt ihr dann natürlich nur die 4K. Ich gehe davon aus, da wird der volle Sensor ausgelesen und eben 4K in der Höhe dann ausgelesen, damit ihr da ein Hochformatbild im vertikalen Modus habt. Schauen wir uns einfach mal an, wie das so aussieht. Wir sind hier also jetzt auch durch. Ich gehe wieder aus dem vertikalen Modus raus und schau mal Shooting Mode. Was ist denn Havers Sinne? 30 FPS, okay, wir probieren einfach mal. Havers Cine Mode. Ah, das wird wahrscheinlich einfach ein Log-Format sein, gehe ich mal davon aus. Das Bild sieht hier nämlich jetzt schon sehr viel flacher aus, mit weniger Sättigung. Ich teste das Ganze. Komisch natürlich, ich muss gleich nochmal nachgucken, aber der war, glaube ich, nur bis 4K möglich. Das ist ein bisschen komisch, warum der nicht im vollen Modus dann auch möglich ist, wenn da wirklich nur die Sättigung und so weiter rausgenommen wird. Ich schaue es mir gleich nochmal an. Wir haben jetzt hier 22 Sekunden aufgenommen. Wenn man das Ganze natürlich nachher graden will, dann ist das die bessere Möglichkeit. Ah, wir sind jetzt hier auch in einer 200er ISO. Havers Cine geht wirklich nur bis 4K, aber auch mit 60 Bildern. Wenn wir in den Normalmodus gehen, haben wir 8K, 4K 60, HDR-Modus, geht auch nur bis 4K. Wir können jetzt auch mal Slow-Mo 120 FPS. Ich mache euch hier jetzt einfach mal einen coolen Jump in 120 FPS. Also wir haben die 120 FPS aufgenommen. Ich teste das Ganze jetzt einfach mal und mache eine witzige Figur und das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Ein richtig dynamischer Sprung, der euch hier jetzt geboten wurde. Wir gucken das dann nachher einfach mal in der Slow-Mo noch an am Rechner, wie das aussieht. Natürlich auch von der Bildqualität. Wäre natürlich schön, wenn das Bild trotzdem scharf bleibt. Wir haben jetzt hier also die 4K fertig und ich würde sagen, fürs Erste war es das jetzt mal. Wir haben hier, wir können uns noch kurz die Automodis angucken. Also wir gehen hier nochmal in 8K-Modus, 30 FPS. Wir sehen, die ISO ist auch wieder zurückgestellt. Und dann haben wir hier jetzt, okay, wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze zu verstellen mit der Verschlusszeit automatisch. Schauen wir mal, wir sehen das überbelichtete Bild hier klar. Okay, da lässt sich aber auch alles schön manuell einstellen. Das ist auch relativ cool, ist natürlich wichtig. Ich habe auch noch ND-Filter für die Drohne. Wir können also mal noch ein richtiges Video machen mit richtig schönen cinematischen Aufnahmen in der passenden Verschlusszeit, wenn es geht, bei ISO 100 natürlich. Vielleicht verfolge ich da mal ein bisschen was oder so. Und ja, ich stelle das Ganze hier jetzt einfach mal wieder alles auf Auto. Ihr seht also, dass wir hier schon Möglichkeiten haben. 8K ist natürlich toll, wenn das richtig gut aussieht. Wir gucken uns das an. Ich denke, das Video wird zurück an den Rechner gehen oder sowas. Irgendwo, wo ich ein bisschen nicht bei 4 Grad in der Gegend rumstehen muss und darüber rede. Und dann bewerten wir das Ganze mal. Das war es zuerst mal mit dem Video. Das geht jetzt schon relativ lang. Ich bin hier am Editieren. Ich werde den Lowlight-Test in ein anderes Video packen. Einfach, damit das Ganze nicht zu lang wird. Wir haben jetzt hier den Unterschied zwischen 4K, 8K gesehen. Die 8K sind schon ein Stück schärfer. Insgesamt ist es aber so, dass
Ja, die Qualität, die Schärfe schon ein bisschen überschärft dargestellt wird von der Drohne. Wenn wir da ins Soft-Profil gehen, dann wird das Ganze ein bisschen softer dargestellt und sieht dann auch wirklich nicht mehr so überschärft aus. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Im Vergleich jetzt 4K, 8K sieht man natürlich eine deutliche Mehrauflösung. Das macht schon Spaß. Ich bin gespannt, wie das Ganze im Lowlight weitergeht. Abonniert den Kanal, wenn ihr das nächste Video sehen wollt. Wenn euch das bis jetzt gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt diese einfach in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.